Hi Leute, in diesem Video möchte ich euch ein paar nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, was es beim Vernähen von Klettbändern mit zum Beispiel Cordura, Palsticks, aber auch Gurtbändern zu beachten gibt. Also bleibt dran. Und solltest du das erste Mal auf unserem YouTube-Kanal unterwegs sein und das hier das erste Video ist, das du dir von uns anschaust, schau dir auch die anderen Videos aus unserer Know-how-Reihe an. Dort haben wir unter anderem bereits alle wichtigen Infos zum Thema Nadel und Garn und die für uns häufigsten Nahtarten erklärt und wie du diese erstellst, aber auch welche Werkzeuge bei deinen Nähprojekten niemals fehlen sollten. Und für diejenigen unter euch, die die Veritas Power Stitch Pro besitzen, findet ihr in unserer Know-how-Reihe auch ausführliche Videos, warum wir uns gerade für diese Nähmaschine entschieden haben, wie ihr die Nähmaschine einrichtet, inklusive einem Einfädel-Tutorial. So, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Beim Aufnähen von Flausch und Hakenband habt ihr jeweils die Möglichkeit, die Bänder freihändig aufzunähen, also ohne das Ganze vorher auf irgendeine Art und Weise zu befestigen, mit Stoffklammern in Position zu halten oder durch doppelseitiges Klebeband an der entsprechenden Stelle zu fixieren. Das freihändige Aufnähen spart definitiv die meiste Zeit und das ist eine Technik, die ich unter anderem angewendet habe, als ich diese Taschen hier noch gewerblich genäht habe und mehrere Meter Klettband am Tag vernähen musste. Hier solltet ihr aber darauf achten, dass ihr auf jeden Fall mit Positionsmarken auf eurem Material arbeitet, damit ihr das Klettband immer an der richtigen Stelle aufnäht. Und vor dem Vernähen solltet ihr die Nähnadel immer per Hand einstechen, da sich bei Untertransportmaschinen euer Klettband und das Material vor dem ersten Stich gegeneinander verschieben kann. Macht ihr also den ersten Stich langsam per Hand, wirkt ihr dem Ganzen damit entgegen. Klettbänder mit Stoffklammer zu fixieren bietet sich vor allem dann an, wenn ihr Flausch- oder Hakenband an Taschenöffnungen bzw. Flappen vernähen wollt oder wenn ihr Klettbänder auf Gurtband aufnähen wollt. Achtet vor allem beim Vernähen von Klettband auf Gurtbändern darauf, dass sich das Gurtband beim Vernähen verziehen kann, da gewebte Bänder bei der Verschlingung von Ober- und Unterfaden immer an der Nahtstelle gestaucht werden. Gegebenenfalls müsst ihr das Klettband dann hier noch einmal per Hand nachpositionieren. Ich mache das hier zum Beispiel gerade mit meiner Fadenschere. Und auch hier empfiehlt es sich, wieder vor dem Losnähen die Nadel mittels Handrades vorher einzustechen und den ersten Stich per Hand zu machen, um ein Verschieben der Materialien gegeneinander zu verhindern. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Fan von doppelseitigem Klebeband bin und das bietet sich vor allem dann an, wenn der Abstand von Stoffrand und Klettband zu groß für den Einsatz von Stoffklammern ist. Also unter anderem, wenn ihr Flauschband als Namensband auf einem Rucksack aufnähen wollt oder auf der Vorderseite von einem Taschenorganizer. Ein großer Vorteil hierbei ist, dass es kein Verrutschen von Klettband gegenüber Stoff- oder Gurtband gibt und ihr damit wirklich sehr, sehr genau arbeiten könnt. Kommen wir jetzt noch zu einem Tipp, den ich euch auf keinen Fall vorenthalten möchte und unbedingt mit auf den Weg geben will. Solltet ihr einmal großflächige Klettbänder vernähen, sollte das Klettband nicht nur am Rand vernäht werden, sondern auch diagonal, dass das Ganze wie ein großes X aussieht. Zum einen verhindert es, dass die Außennähte beim Ablösen von Flausch- und Hakenband zu große mechanische Kraft aufnehmen müssen, also dass das Ganze reißen könnte. Zum anderen bietet es auch nochmal eine zusätzliche mechanische Fixierung von dem Klettband auf eurem Material. Das Ganze lässt sich problemlos mit einem Kreidestift und Lineal auf dem Klettband aufzeichnen, sodass man im Anschluss nur noch dem Linienverlauf beim Nähen folgen muss. Alternativ zur x-förmigen Naht kann das Klettband aber auch mit weiteren parallel verlaufenden Nähten zusätzlich vernäht werden. Das war es auch schon wieder für dieses Know-how-Video und ich möchte an dieser Stelle einmal Danke sagen an alle, die unsere Videos schauen und unseren YouTube-Kanal abonniert haben. Schaut auf jeden Fall auch unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr wie immer alle Infos und Übersichten. Ich bin damit raus und bis zum nächsten Mal.